herzlich willkommen heißen und wünsche Ihnen für den heutigen Tag viel Spaß. Ich darf Ihnen die herzlichsten Grüße zu diesem schönen Fest hier auf dem Hof aus dem Rathaus Neukölln bestellen. Zum 21. Mal, haben Sie mir vorhin verraten, ist dieses Erntedankfest hier an dieser Stelle beim Hof Mendler, und zum 21. Mal können Sie hier so Herbstaktivitäten genießen. Ich bin selber mit meiner kleinen Tochter hier. Es ist immer eine schöne Zeit, auch den Kleinen zu zeigen, was denn so in der Landwirtschaft sich bewegt. Wir haben dieses Jahr ein besonderes Jahr. Das erste Mal findet das Erntedankfest auf dem Hof Mendler ohne Mutter Mendler statt. Die sitzt da oben und hat dafür gesorgt, hat die Wolken ein bisschen zur Seite schieben lassen und hat dafür gesorgt, dass jetzt die Sonne hier strahlt und dass es nicht mehr regnet und dass auch dieses Fest, da denkt die bestimmt ganz fest dran, ein super Erfolg wird. Ihnen und Ihrem Bruder, Ihren Familien wünsche ich, dass richtig ein erfolgreiches Fest daraus wird. Ihnen wünsche ich, dass Sie gute Dinge mit nach Hause nehmen, den ein oder anderen Kürbis. Es empfiehlt sich, den hier zu kaufen für Halloween, dass man ihn dann abends aushöhlen kann. Ansonsten sind es tolle Produkte hier, vergnügen Sie sich. Ich wünsche ein wunderschönes Erntedankfest auf dem Hof Mendler. Und das auch im Namen aller Bezirksverordneten, die hier in großer, breiter Masse sozusagen vertreten sind. Alles Gute für heute, Herr Mendler. Hoy yo quiero estar preciso en mi pueblo, Santo Domingo. Hoy yo quiero cantar, hermano, a mi pueblo quisqueyano y decirle que le agradezco porque siempre me ha apoyado. Hoy yo quiero estar en mi pueblo, Santo Domingo. Hoy yo quiero cantar, hermano, a mi pueblo quisqueyano y decirle que le agradezco porque siempre me ha apoyado y pedirle que escuche mi canción. Oye mi canción, es donde
Christiansen, Sie sind hier in Berlin tätig für den Reservistenverband der Bundeswehr. Sie stellen die Bundeswehr hier bei der Firma Mendler dar. Und wie ich sehe, haben Sie auch ganz junge Leute, die sich dafür interessieren. Man sieht ihnen eine schwarze Nase und Tarnung. Ist natürlich, was jetzt das Spiel ist, kann später mal doch lebenswichtig sein. Und das wollte ich gerne ansprechen. Ich sehe hier eine ausgebreitete Plane, auf der die verschiedensten Artikel sind, die der Soldat bei sich tragen darf oder muss und die ihm vermutlicherweise auch das Leben sichern. Und da fällt mir natürlich gleich eine zweite Sache auf, das ist regennass. Also die Bundeswehr kann sich nicht nach dem Wetter richten, sondern muss jederzeit bereit sein. Sie wissen ja, dass es falsches Wetter gibt, es gibt nur falsche Bekleidung. Und was wir jetzt ganz besonders festgestellt haben, dass man dieser Sache Rechnung getragen hat. Und man sieht zum Beispiel jetzt den Poncho, man sieht, die Schlafsäcke sind anders geworden, Gorotex als Parker. Zu meiner Zeit 1965 hatten wir noch diese, naja, wer das kennt, das waren diese fürchterlich schweren Moleskine-Sachen. Wenn sie nass waren, waren sie so schwer, dass man einfach schon nicht mehr damit sich, ja, das Wort kämpfen will ich nicht benutzen, das war dann nur noch sich hinstellen und ganz warten, bis das wieder trocken ist. Sie hatten vorhin gesagt, wir vertreten hier die Bundeswehr. Ich möchte das ein bisschen revidieren. Wir sind der Verband der Reservisten der deutschen Bundeswehr. Wir sind das Bindeglied zwischen der Bundeswehr und der Zivilbevölkerung. Das heißt im Klartext, wir stellen die Sachen dar, die man nach der Bundeswehrzeit machen kann. Im Grunde genommen ist unsere Hauptaufgabe sicherheitspolitische Arbeit, ganz wichtig. Förderung militärischer Fähigkeiten, Öffentlichkeitsarbeit. Und jetzt kommt ein Punkt, den die viele Leute nicht wissen, aber wer so ein bisschen Insiderwissen hat, es sind ungefähr so zwischen 7 und 10% jetzt Reservisten im Ausland im Einsatz. Und im Inland füllen Soldaten, also Reservisten, die Lücken der Soldaten auf, die sich im Ausland befinden. Und es werden also immer noch qualifizierte Reservisten gesucht. Also das ist ja auch das, was die Reservisten und auch die Bundeswehr im Ausland macht. Wir sehen das ja nicht mit der Waffe, sondern es werden Häuser gebaut, die ganze Infrastruktur wird wieder aufgebaut und das ist wichtig. Und der heute Bauingenieur ist oder er ist Maurer, Tischler, Elektriker, diese ganze Palette wird heute ganz speziell mit ins Ausland genommen, um dort die Infrastruktur wieder aufzubauen. Herr Kamerad Pützer, der ist der Beauftragte für die Förderung militärischer Fähigkeiten, also sprich das Militärische, wenn wir Unterstützungsleistungen für die Bundeswehr vollziehen oder werden dazu berufen, nämlich dann wieder in ein Wehrdienstverhältnis. Man sieht für die Bevölkerung mal, wenn der Soldat hier oben diese Litze trägt, dann ist er im Verbandssachen tätig, dann ist er in Reservistenarbeit. Hat er diese Litze nicht, dann befindet er sich wieder in einem Wehrdienstverhältnis, also sprich die Bundeswehr hat ihn wiedergeholt. Und selbst ich mit meinen fast 62 Jahren gehe noch immer auf dienstliche Veranstaltungen, so heißt das. Das sind Kurzwehrübungen bis zu 5 Tage, nicht? Es gibt also einen Unterschied, mehr als 5 Tage und bis zu 5 Tage. Auch sollte man wissen, dass wir dort kein Geld für bekommen. Wir machen das alles ehrenamtlich bis zu 5 Tage. Selbstverständlich unterstützt uns die Bundeswehr mit Verpflegung, mit Material. Denn sie ist ja auch daran interessiert, dass wir auf einem Ausbildungsstand sind. Und nun möchte ich mal rüber zum Kamerad Pützer geben, der im Grunde genommen was zu dieser militärischen Förderung sagt. Sonst, das ist seine Aufgabe und die Aufgabe macht er gut. Bitte schön. Militärische Förderung ist da zu verstehen, dass ich den Soldaten, der jetzt aus der Bundeswehr rauskommt, wieder auf diesem Stand halte, beziehungsweise ihn verbessere
und auf die neuesten Waffen bzw. Aufgaben, die er bei der Bundeswehr denn hat, vorbereite und ihn auch dann dementsprechend wieder ausbilde. Das heißt im Schießtechnischen, das heißt in der Sanitätsausbildung und Hilfeleistung, wo im Moment das größte Ausbildungsvorhaben immer so läuft, denn die Kontrollgänge und Checkpoints und so was wird dann regelmäßig geübt und auch dann wieder in Wettkämpfen durchgeführt, damit der Mensch auch wieder in einer Stresssituation leben kann und muss, die er auch nach einem Einsatz den bewältigen muss. Und heißt auch, seine Bindung zu den Kameraden wird dadurch gefördert und geübt und bleibt damit auch bestehen. Die Leute, die Bundeswehrsoldaten, die ins Ausland beordert werden, um meinetwegen Küste zu schützen und so weiter. Das ist ja eine Tätigkeit, die ja mit einem ganz normalen innerdeutschen Wehrdienst ja nichts mehr zu tun haben. Denn da ist man ja hart dran an Situationen, die ja das Leben anderer oder auch das eigene Leben gefährden. Und da ist es ja doch eigentlich wachsam zu sein. Ist das richtig? Das ist grundsätzlich richtig, wobei man sagen muss, dass die Kameraden, die jetzt mit der Marine ins Ausland gefahren sind und dort die Seewege sichern oder beziehungsweise auch zivile Schiffe kontrollieren sollen, in speziellen Ausbildungscamps geschult worden sind. Der Unterschied ist nicht so eklatant groß, als dass die Marine nicht weiß, was sie da tut. Das ist also, dass es schon von den fahrenden Einheiten immer wieder Manöver gibt, dass es immer wieder geprobt wird, die Kriegs- und Verteidigungssituation. Und ein großer Unterschied stellt sich das nicht dar, wenn man jetzt in ein Kriegs- oder Krisengebiet fährt oder sich im Atlantik bewegt und das in einer trockenen Übung mit NATO-Verbündeten durchführt. Also sind die Leute, kann man sagen, durch die eigene Übung schon darauf vorbereitet, im Kriegsfall dann die nötigen Dinge zu tätigen. Das ist richtig, aber man muss auch sagen, das ist eine Kriegssituation und die habe ich selber erlebt, als ich 1991 in den Golfkrieg fahren musste. Es stellt sich natürlich persönlich anders dar, weil man jetzt weiß, jetzt wird es heiß, die Sachen, auf die man gespannt ist, was passiert mit mir, welche Gefahren lauern auf mich, die ich vorher nicht regeln kann. Also ich sage mal, zu 90% sind diese Einsätze bekannt, man kennt die Gefahrensituation, aber die restlichen 10% sind halt nicht abwägbar bzw. nicht übbar und das macht es so unsicher. Die andere Seite sind natürlich die Angehörigen, die zu Hause verbleiben, die keine richtige Ahnung von dem haben, was den Soldaten im Einsatz erwartet, aber für die eingesetzten Soldaten ist es halt ihr Beruf und sie wissen und sie verstehen ihr Handwerk. Herzlich begrüßen. Er ist das zweite Mal jetzt hier auf dem Bauernhof, aber das erste Mal nimmt er am Erntedankfest teil. Und wünsche Ihnen, wir haben einen Rundgang gemacht, er hat sich so gefreut über die Stände, die hier sind, dass das Berliner Publikum sieht, was hier so auf dem Bauernhof passiert. Ich kann nur Herrn Flüger, ob Sie ein paar Grußworte an die Rudow richten können, würden wir uns freuen. Lieber Herr Mendler, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte zunächst Bauer Mendler ganz herzlich dafür Dank sagen, dass er zum 21. Mal das Erntedankfest hier auf seinem Hof ausrichtet. Und ich finde das ganz große Klasse, dass es jedes Jahr wieder dieses Erntedankfest gibt. Und ich glaube, allen,
die dazu beigetragen haben durch viel Engagement, auch heute Morgen beim Regen, sollten wir ganz herzlich von dieser Stelle aus Dank sagen. Und meine Damen und Herren, wir hören ja immer, Berlin ist eine bunte, tolerante Stadt, in der sozusagen alle Welt sich trifft, wo es die verschiedensten Lebensstile, die verschiedensten Menschen gibt. Und ich finde, zu Berlin gehört die Landwirtschaft auch dazu. Und deswegen ist das, was hier heute passiert, auf dem Hof von Bauer Mendler auch eine Werbung für die Landwirtschaft und die Stellung der Landwirtschaft in Berlin. Klatschen, wenn ihr wollt. Aus Böhmen kommt die Musik. Herr Flüger, Sie sind zu Gast bei der Firma Mendler. Sie feiern das Erntedankfest. Sie sind das erste Mal dabei. Sie sind zwar nicht das erste Mal, wie Sie eben schon erzählt hatten, nicht das erste Mal bei der Firma Mendler, aber das erste Mal beim Erntedankfest. Ganz profane Frage, wie finden Sie das? Ja, ich finde es großartig hier, was Herr Mendler auf die Beine gestellt hat. Hier fahren Kinder mit dem Traktor rum und lernen Landwirtschaft und können Tiere streicheln. Und ich habe eben gesehen, wie Küken aus den Eiern kommen. Und wir sehen hier lebendige Fische, wir haben Imker, wir haben alles, was Landwirtschaft ist hier. Und ich finde, es gehört auch zu Berlin. Berlin, das ist Großstadt und das ist Weltstadt, aber es ist eben auch Landwirtschaft und wir müssen alles tun, um die landwirtschaftlichen Betriebe, die wir hier im Süden von Neukölln, aber auch zum Beispiel in Lübars haben, die zu stärken, damit sie eine Zukunft haben. Denn das ist doch für, wie wir hier sehen, bei den Tausenden von Berlinerinnen und Berlinern, die hierher kommen, sehr beliebt und das gehört zur Buntheit unserer Stadt einfach dazu. Nun haben Sie es, Herr Mendler, ja nun nicht ganz so einfach hier am Ort, denn das eine oder andere hatte in den letzten Jahren doch für Unruhe gesorgt. Ist diese Unruhe nun beseitigt? Ja, die Unruhe ist jetzt soweit beseitigt, dass bei uns die Ländereien, die wir vorher hatten, der Landschaftspark jetzt entsteht, wir in den Landschaftspark mit integriert werden und hoffen, dass das so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben und müssen eben damit leben. Wir hätten gerne die Flächen behalten, aber gut, okay, Autobahn, Ausgleichsmaßnahmen und sind wir eben auch betroffen worden. Und nun, okay, akzeptieren wir es so und müssen damit eben, wie gesagt, leben. Würden aber ganz gerne Flächen eben noch zupacken, pachten, dass wir eben uns weiter an Existenz bleiben können und sehen. Und hatten schon Herrn Flüger darüber informiert und wollen hoffen, dass er uns tatkräftig unter die Arme greift mit.
Nun ist ja das hier Landwirtschaft, Sie haben es eben ausgedrückt, Herr Flügel, Landwirtschaft zum Anfassen und nicht nur hier zum Erntedankfest, denn auch in der normalen Zeit hat Herr Mendler Besuch. Gehe ich mal von aus, Schulen oder sowas, sind da Möglichkeiten vorhanden für die Schulen? Ja klar, wir machen jeden Tag Tag der offenen Tür während der Geschäftszeiten. Die Ställe sind offen und wir haben Kindergärten nicht nur aus den Randbezirken, sondern auch die weiter herkommen, Schülerpraktikanten. Also ich denke, wir machen, um uns jetzt nicht zu loben, aber viel für die Jugend, hier Landwirtschaft noch zu sehen in Berlin. Hier in Berlin war es ja insofern doch etwas anders. Die Landwirtschaft, in Westberlin zumindest, die eine bestimmte Zeit lang, zu den schwierigsten Zeiten, in der Nachkriegszeit und dann später, auch während der Mauerzeit, ist die frische Milch ja praktisch von den Bauernhöfen gekommen. Und ich gehe mal davon aus, dass damit Krankenhäuser in erster Linie profitiert haben. Geht mal davon aus, das ist richtig? Ja, genau, das ist richtig. Krankenhäuser und wir beliefern heute noch Altersheime mit der frischen Rohmilch und den Rest verkaufen wir eben, wie gesagt, hier bei uns in unserem Laden frisch über den Handtisch. Kann ich sehr empfehlen, die Milch. Ich bin ja neulich mal hier gewesen, als nicht viele Leute da waren, auch mit Herrn Marlow zusammen, Vorsitzender der CDU-Mittelstandsvereinigung hier. Das ist eine super Milch und es ist eben einfach schön, wenn man die Produkte praktisch direkt von der Landwirtschaft kaufen kann. Ladies and gentlemen, it's showtime!